Mein Name ist Irene Steinfeld. Ich bin in Israel geboren, wohne bis heute in Israel. Ich bin in Jerusalem aufgewachsen. Meine Eltern sind aus Deutschland geflüchtet, noch in den 30er Jahren. Ich bin in Israel zur Schule gegangen, habe meinen Militärdienst gemacht, habe Mathematik in der Universität studiert und habe kurz nach dem Ende meines Studiums Claude Lanzmann getroffen, der mir vorgeschlagen hat, ich soll an seinem Film arbeiten. Und seitdem habe ich also mit Claude gearbeitet und habe dann später bei Yad Vashem gearbeitet bis zu meinem Ruhestand. Mein Name ist Corinna Kuhlmanns. Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Mein Vater war Grieche, meine Mutter war Deutsche. Habe dann in Frankreich, in Israel, in Italien, wieder in Frankreich gelebt. Habe eine teils akademische, teils schriftstellerische Karriere gemacht. Ich habe Claude, genau wie Irene, gerade am Ende meines Studiums bin ich ihm begegnet und habe 10 Jahre mit ihm von Anfang bis zu Ende an dem Film Shoah gearbeitet. Und ja, das war sozusagen die Lehrzeit meines Lebens. Und das war so, dass ich hatte gerade Pourquoi Israel gesehen. Und das war das erste Mal, dass ich etwas gesehen habe über Israel, wo ich mir gesagt habe, da zeigt er das Israel, das ich liebe. Und ich bin also auf ihn zugegangen und habe ihn auf Hebräisch angesprochen, was er nicht sprach. Und dann hat er mich sofort, mein Französisch korrigiert, das damals noch keineswegs perfekt war. Und na gut, und 2 Tage später stand er vor der Tür und sagte zu mir, ich soll einen Film über den Holocaust machen. Und der Film, il doit être à la hauteur de l'événement, auf der Höhe des Ereignisses. Est-ce que tu comprends? Da habe ich gesagt, ja. Übrigens, ich denke jetzt dran, wir beide Ja, sind zu diesem Projekt aus reinem Zufall gekommen. beide, ja. Also nicht eine Wahl oder eine Überlegung, sondern es war reiner Zufall. Wir treffen Claude und wir sind Ja, aber äh, Claude hatte ja einen wirklich präzisen, intuitiven Sinn, nicht? Also das war ganz eindeutig. Er ist auf Irene zugegangen und dann ist er auf mich zugegangen. Wir kannten uns nicht. Es war absolut deutlich, dass wir einander ergänzen würden und miteinander arbeiten könnten und auch mit ihm. Das Projekt war wirklich der völlige Beginn. Das heißt, als er sagte, es soll auf der Höhe des Ereignisses sein, das war eigentlich das Einzige, was er damals wusste, wie wir das machen würden und so. Nicht? ja, ich glaube, Intuition ist das Stichwort bei Hm. Claude. Das Projekt wurde nicht richtig geplant, was wir unter Planung. Also wenn ich ein Projekt habe, dann habe ich erst die Ziele, was möchte ich, wie mache ich es, über die Zeit, wie lange dauert es, was brauche ich dafür. Nein, Claude fing an. Was ich erlebte, also Claude war in Israel und es war ganz am Anfang. Er hatte Leute getroffen, mit denen er gesprochen hat. Ich bin dann dazugekommen, aber eigentlich saßen wir da und lernten über den Holocaust. Hm. Ich glaube, Claude wusste sehr, sehr wenig. Ich wusste kaum etwas. Wir saßen mit Professor Yehuda Bauer, wir saßen mit Professor Israel Gutmann, damals noch nicht Professor, aber mit den verschiedenen Leuten, mit Yitzhak Arad, dem Leiter von Yad Vashem. Yad Vashem hat Claude ein Zimmer gegeben, hat einen, der eigentlich die pädagogische Abteilung leitete, Shalmi Barmor, Ja, der Bildschirm. sollte sein Hm. Kontakt sein, der ihm hilft. Und das war sehr typisch für Yad Vashem damals. Heute ist es was ganz anderes. Mhm. Damals in Yad Vashem war eine kleine, arme Institution, in der hauptsächlich Holocaust-Überlebende arbeiten. Und jeder dieser Kollegen hatte 2 Rollen eigentlich. Die eine war seine offizielle Stellung, also Leiter der Bibliothek, Leiter vom Archiv, Historiker. Und die zweite Rolle war der Experte für den Ort, von dem er kam. Und ich weiß noch, wir saßen in Yad Vashem
und lasen zusammen das Buch von Raoul Hilberg. Ja, genau. Und es wurden Namen gesammelt, also da wurden Namen erwähnt, die Namen kamen auf eine Liste. Raoul Hilberg natürlich hauptsächlich die Täterseite. In den Interviews in Israel natürlicherweise, haben wir hauptsächlich natürlich die Überlebende, auch manche von denen, die, sagen wir, in Amerika oder in der Schweiz saßen, aber Überlebende. Und die sammelten wir so von einem zum anderen, entweder durch existierende Listen und Zeugenaussagen, aber hauptsächlich indem, dass man Claude wollte jemand aus dem Charlie-Ghetto, dann stellt man die Frage, Arad, Dr. Yitzhak Arad ist ja aus Litauen, wen empfehlen Sie jetzt, den wir treffen? Und so weiter. Und gut, wir haben auch systematisch gearbeitet, natürlich nachher wir haben dann die ganzen die Prozessakten von vorn bis hinten in Bonn durchgelesen, nicht? Das war dann 'n späteres. Aber das war, nachdem wir die ganzen Listen schon hatten, nicht? Und, ja. Dann bin ich nach Frankreich gekommen und dann in deiner Wohnung, Mhm. das war unser Büro. Ja. Wir saßen zu dritt in einem Büro. Zu Anfang war es meine Wohnung und dann war es Place Vendôme. Jede mit ihrer Jede Schreibmaschine. mit ihrer Schreibmaschine und dazwischen haben wir miteinander geredet. Irene und ich waren im Allgemeinen 2 Stunden, also ich war auch nur hin da und Irene kam 2 Stunden vor Claude. Und Claude kam so gegen Mittag, der hatte erst mal war es kein Frühaufsteher und zweitens mal musste er noch viele andere Dinge machen. Also er kam im Allgemeinen nicht sehr früh. Und ja, und dann fing es an und dann ging es weiter. Und es war eine Arbeit ohne Wochenende und ohne Ferien und so, nicht? Das gab es nicht, sondern es wurde immer, 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 immer gearbeitet. Und dieses Thema will auch, dass man da total hineinsteigt. Nicht? Wenn man das nicht tut, bringt man die Leute nicht zum Sprechen. Wir waren wirklich auch, ja, wir haben da drin gelebt, nicht? Würde ich sagen, in dieser Ja. gesamten Zeit. Nachdem wir das entdeckt hatten und ja, und dann tauchte man ein und immer tiefer und ja, und dann waren wir da irgendwie drin. Ja, Das muss man ja auch sagen. Am Anfang hatte Claude noch nicht die Idee, dass er den Film um den Mord, dass es sich alles um den Mord, um die Vernichtung Vernichtung dreht, sondern er ging in alle Richtungen. Die Ghettos, die Amerikaner, der Der Vatikan, Vatikan, ja. die jüdische Welt außerhalb. All diese Themen wurden bearbeitet, Leute wurden interviewt. Es kam eigentlich nur beim Drehen nachher. Natürlich. Und auch einiges war einfach Zufall, nicht? Also ich habe in der Zwischenzeit gelesen, dass wir also sozusagen exprès hätten wir ausgelassen, die Einsatzgruppen, keine Spur. Wir haben sie ausgelassen, weil wir kein Visum bekamen in die Sowjetunion. Nicht? Und damit fiel ein Riesenthema. Und es war für uns natürlich, wir wussten genau, wie wichtig das war also ich meine, das war der erste Schritt der Vernichtung. Nicht? Also es war nicht, aber wir konnten es leider nicht machen. Nicht? Und wenn ich heute höre, wie Leute denn erklären, dass also er hatte vor, sich ganz zu konzentrieren auf die Lager, keine Spur. Das kam während der Montage, also ganz zum Schluss. Das war die Klarheit von dem, es war nicht aufgebaut, sondern es wurde, also auch da die Intuition. Er wusste, womit er anfängt und womit er endet. Das wusste er sehr Srebnik. schnell, nicht? Srebnik und Antek. Ja Gott, das kam durch sozusagen die Puzzlearbeit. Dann kam das und dann kam das. Und das hat sich dann allmählich zusammengefügt. Nicht? Das war nicht, also ich gehe jetzt von da nach da und über nein, sondern Kein Skript in der Hand. insofern hat er völlig recht, wenn er sagt, es ist kein Dokumentarfilm, es ist ein Kunstwerk. Und er beansprucht das, aber ich glaube zu Recht, weil Kunst ohne Intuition gibt es nicht. Nicht? Und er hatte diese Intuition. Und so hat er gearbeitet. Man muss auch sagen, und das gilt, glaube ich, für diese Sammlung, die hier im Jüdischen Museum ist, von den vorbereitenden Interviews. Also auf alle Fälle mein Verständnis war,
nicht schwierige Fragen Ja. zu stellen, nicht Fragen zu also das sollte ein Interview sein, das nur vorbereitet und nicht, der richtige Moment, ja? Nicht die schweren, Fragen stellen, sondern eigentlich zuhören. Zuhören. Ja, und vor allen Dingen, der Zweck, das darf man nicht vergessen, war, die Leute zu überzeugen, sich drehen zu lassen, nicht? Das war nicht, uns die ganze Geschichte zu erzählen, sondern wir mussten, sozusagen ihre Gunst gewinnen, nicht? Insofern hätte ich ehrlich gesagt auch nie gedacht, dass diese Kassetten von größerem Interesse sein könnten, weil sie waren deutlich auf etwas gerichtet. Die Interviews waren sehr vorsichtig. Also meistens ließ ich sie sprechen. Und wenn ich mit Claude war, hat Claude dann Fragen gestellt. Aber viele von denen war einfach zu hören, ein Gefühl zu bekommen, was diese Leute sind, was für eine Geschichte sie haben. In dieser Hinsicht sind sie natürlich auch sehr wertvoll, weil sie nicht geleitet werden. Wie gesagt, wir haben keine Dokumente für uns gemacht, sondern es ging darum, den Dreh vorzubereiten in dieser Was Zeit. nicht- Und das sehr Wichtige war, galt sowohl für die Juden als auch für die Nazis, also sowohl für die Täter als auch für die Opfer. Man musste das Gefühl haben, also die wir interviewt haben, mussten das Gefühl haben, wir richten sie nicht, wir beurteilen das nicht, sondern wir sind dabei. Nicht? Und das war, also da mussten so viele Schranken erstmal niedergetan, bevor die anfingen zu reden, denn sie waren gewöhnt, sich zu vermauern. Aus verschiedenen Gründen, nicht? Und diese Mauern mussten gebrochen werden, aber die konnten nur gebrochen werden, indem man nicht anfing zu sagen, ah, mon Dieu, und wie hast du das ertragen und so. Dann war es schon vorbei. Und dazu muss ich sagen, dass die Überlebenden doch sprechen wollten. Die meisten. Manche nicht. Zum Beispiel Ilana Safran wollte durchaus nicht sprechen. Aber die meisten freuten sich doch sehr, dass jemand kam. Aber Claude hatte eine Art und Weise, ihnen Fragen zu stellen, die ihnen geholfen haben, die Geschichte zu erzählen. Mhm. Und ich glaube, das war seine hauptsächliche Stärke. Ich habe Ilana Safran erwähnt. Ja, Ilana Safran, das Interview war wirklich nur ein Skelett. Ja, sie erzählt, wir waren, wir gingen, wir kamen, sie wollte nicht. Und dann hat ihr Claude die Frage gestellt, sie waren in Holland, sie wurden nach Sobibor deportiert und sind dann mit der Revolte ausgebrochen und waren bei den Partisanen. Welches war die schlimmste Zeit? Und Ilana Safran, ohne sich zu überlegen, sagte, bei den Partisanen. Wow. Das ist eine Antwort, die man nicht erwartet. Aber wenn man sich das überlegt, ist es vollkommen klar, ja, wieso gerade bei den Partisanen es die schlimmste Zeit war. Und ich glaube, mir wäre nie in den Sinn gekommen, so eine Frage zu stellen. Das war Claude. Das war seine Intuition. Seine Intuition und das war unglaublich. Und das hat er uns beigebracht, auch diese Art von Bescheidenheit, sich zu sagen, also jetzt, wir sind eben nicht die großen Frager und Interviewer und so, sondern es ging darum, mitzuleben. Nicht? Und mitleben fängt mit ganz kleinen Dingen an. Ach so, du bist da angekommen und wie weit bist du gelaufen? Und ging es dann links oder rechts? Und was hast du noch gesehen? Und all solche Sachen. Er fing nicht an zu sagen, was hast du empfunden oder was. Nein, nie. Und das hat er uns beigebracht. Und dann, ich meine, das haben wir ja auch bei den Tätern, bei den Deutschen dann gesehen. Wenn man erstmal so einen Schlüssel aufgemacht hat, dann fließt es, nicht? Muss man sehen bei Suchomel. Aber es gab ja mehrere, Ja, nicht? Suchomel, ja, aber bei den anderen? Bei den anderen, ja, oder ja, wenn sie nicht die meisten haben uns rausgeschmissen. Ich meine, man muss ja davon ausgehen, nicht, dass wie wenige das geblieben ist. Im Allgemeinen ist man schlichtweg gefeuert worden, bevor man noch Ich saß in vielen Wohnzimmern, bekam Tee und Kuchen von einer netten Oma und ihrem lieben Opa. Und die da saßen, liebe, nette Leute,
Und hatten nichts Täter, gesehen und, die mir Geschichten erzählten. Und das Schlimme war, sie war nicht auf dem Niveau überhaupt von. Also nie fiel der Satz, es ist ja schrecklich. Es war nur, ich wusste nicht, ich sah ich nicht, wusste ich nicht, habe genau. nicht. Und das Unterhaltungen, die 1 Stunde, 2 Stunden dauerten, wie sehr sie nach dem Krieg gelitten Gelitten haben. haben, ja. Oh, da gab es lange, lange Geschichten. Und nie der Satz, es ist ja schrecklich, was die anderen. Okay, Oder was, nehmen wir es tut an, mir leid, sie dass ich haben nicht. nichts gesehen. Ja. Aber was die anderen, es ist ja schrecklich. Der Holocaust, nichts, das war das Schreckliche. Ja, das war für mich. Und ich habe mich abwechselnd als Deutsche, als Israeli, als Amerikanerin, ich habe alles versucht. Ja, ich will verstehen, bitte erzählen Sie mir. Ich weiß, die Geschichte ist nicht so, wie man sie uns erzählt. Also ich habe da gelogen und es kam nichts raus. Was auch immer, es kamen immer dieselben Sätze. Und ja, ich glaube, Ja, da habe ich diese auch. ganze Generation war so korrupt, moralisch gesehen, so korrupt, es gab kein Zurück. Es gab einfach kein Zurück. Aber naja, aber ich glaube, was mich doch mehr markiert hat, waren die Interviews mit den jüdischen Überlebenden. Nämlich, also was die erzählten, war so unglaublich, so schrecklich, so ein Horror. Das Und macht die dann Träume in der standen, Nacht. die standen zu ihrer Geschichte. Nicht? Dann Das war davon träumt man in der da, Nacht. absolut. Und da kommt man plötzlich rein und sagt sich, aha, so war es. Das war bei keinem Täter so, sondern da sagte man sich immer so, aha, so schilderst du die Geschichte, naja. Und während bei den jüdischen Überlebenden der Mut, die Verzweiflung, all das, wo man plötzlich völlig, also trotz allem, was man gelesen hat, erfährt man alles neu, nicht? Und wo man sich plötzlich sagt, aha, das war's, so war es. Ja, ich bin ganz deiner Meinung. Das waren die eigentlichen Momente, nicht? Dieser Was Zeit. mir heute leid tut, ist, dass ich kein Tagebuch geführt habe. Ja, Aber ich war damals jung, unerfahren, habe überhaupt nicht verstanden, an welchem Projekt es ist ein Privileg, an diesem Projekt teilgenommen zu haben. Ich war mir der Sache nicht bewusst. Und das tut mir heute leid, dass ich kein Tagebuch geführt habe, wo ich geschrieben hätte, heute habe ich diese und diese Person getroffen, es war so und so. Ja? Es war eine Zeit, die für mich formierend war. Ich war mir der Sache nicht bewusst. Aber wenn ich zurückblicke, das ist der Unterschied, wenn man zurückblickt auf etwas, es hat mein ganzes berufliches Leben geformt. Und das Thema, mit dem ich mich also Jahrzehnte beschäftigt habe, das hat alles dort angefangen. Und ich glaube, ich hatte wirklich in dieser Beziehung, fühle ich mich sehr privilegiert, nämlich ich hatte einen, wenn ich so ganz kalt sage, einen Einstieg in das Thema, der nicht besser sein. Also wenn ich Geschichte in der Universität studiert hätte und dann, sagen wir, mit Holocaust, mich auf Holocaust beschlossen hätte, das wäre ganz anders. Hier habe ich es durch die Erfahrung gelernt, durch das Treffen mit den Leuten, durch das Treffen mit den verschiedenen Perspektiven, mit den Tätern, mit den Überlebenden und sehr viel mit den Toten. Und in dieser Hinsicht, glaube ich, war es eine Zeit, die einmalig war, wirklich einmalig war. Und ich glaube, bis heute finde ich es etwas schwer zu glauben, dass ich war dort. Ich war dort und ich habe dies gehört und ich habe diese Leute getroffen. Ich war dort und ich habe an diesem Film mein
kleine, bescheidene Arbeit geleistet. Und wie gesagt, das zu empfinden, hier begegne ich etwas. Und also ich hatte die Vorstellung von, ja, es ist der letzte Moment, wo wir wirklich so großes Bildfeld haben von dem, was geschehen ist. Und ich hatte auch das Gefühl, das hat unser ganzes Jahrhundert bestimmt und nicht nur das Jahrhundert, sondern da ist etwas geschehen, was ein Bruchpunkt ist in der Geschichte. Insofern war es richtig, dass man nicht wirklich nur mit dem Wort Shoah beschreiben kann. Ja, und in seiner Weise ist dieser Film das tatsächlich geworden, nicht? Und bringt das wieder. Und die Tatsache, daran gearbeitet zu haben, wie gesagt, jeder hatte seine Art und Weise, daran beizutragen. Aber wir sind beide mit Claude bis zum Ende befreundet geblieben. Nicht? Ich habe ihn noch 2 Tage vor seinem Tod gesehen. Das war, ja, das gehört einfach als Grundposition zu unserem Leben. Irene hat daraus ihr ganzes professionelles Leben gemacht. Ich habe zwar ganz andere Dinge gemacht, aber das war immer das war der Grund. Und das war meine Ausrichtung. Und wenn ich über die Kabbalah gearbeitet hat, war das immer in meinem Kopf. Nicht? Das war ungeheuer wichtig. Und ja, insofern habe ich eine gewaltige Dankbarkeit, dass wir als so junge Leute damit dem begegnet sind.